vielleicht auch noch mal ein bisschen besser hin, aber für heute ist hier wirklich Schluss. So, heute mal ein Testabbruch. Eigentlich dachte ich stelle euch heute das genialste Mic-Mac-Schweißgerät vor, was ich euch je auf diesem Kanal gezeigt habe. Ein Gerät, das wirklich alles bietet, was man sich irgendwo wünscht und vorstellt und noch viel, viel mehr. Mic-Mac-Gerät, 200 Ampere. Das ganze Gerät hat einen sogenannten PFC-Filter. Kann ich nachher noch mal erklären, was das ist. Insider wissen das. Das Gerät hat einen 4-Rollen-Drahtvorschub, obere Rollen, untere Rollen angetrieben und auch sonst alles, was man sich irgendwo vorstellen und wünschen kann. Leider habe ich das Problem, dass hier verschiedene Sachen nicht funktionieren und darum habe ich mich zum Testabbruch entschieden, weil man sagen muss, von wegen, das ist so elementar, dann kann man das Ganze vergessen. Und das Schlimme daran ist, das ist schon das zweite Gerät. Ich hatte schon ein Gerät, das hatte auch Funktionen, die nicht funktioniert haben, habe das dann zurückgeschickt. Dann hat man gesagt, man schickt mir noch mal ein neues Gerät. Das Gerät ist getestet, überprüft und dann kriegt man hier so einen Zustand. Und das ärgert mich massiv, auch wie ein angeblicher Support darauf reagiert. Und da habe ich gesagt, von wegen, ich mache heute mal ein negatives Video. Eigentlich möchte ich euch Schweißtechnik zeigen, eigentlich möchte ich euch die schönen Seiten zeigen. Man sieht aber auch immer, dass es wirklich extrem schlecht geht und auch das muss man hier ganz eindeutig mal ansprechen. Bei solchen Videos weiß man natürlich immer nicht, wie lange die online bleiben. Also guckt euch das schnell an, teilt das. Da kriegt man meistens irgendwann eine einstweilige Verfügung und dann muss man das Video löschen oder es wird direkt bei YouTube angesprochen, dass es gelöscht wird. Ganz kurz zum Hersteller. Hidax ist ein chinesischer Hersteller, also nicht irgendwo nur gelabelt, sondern ein chinesischer Hersteller. Und die versuchen seit ein paar Monaten hier auch wirklich in Deutschland zu verkaufen, haben eine eigene Webseite, angeblich auch einen eigenen Support. Und am Ende des Tages haben sie mich angeschrieben, mehrfach, ob ich nicht mal ein Gerät von denen vorstellen möchte. Und ich habe eine Weiterentwicklung von einem guten alten Bekannten mir ausgesucht und dachte eigentlich, ich hätte das genialste Schweißgerät, was man irgendwo vorführen kann, weil das ist wirklich ein Gerät, das bietet alles an Möglichkeiten. Hidax ist ein Hersteller, der ist mir schon bekannt, weil er zum Beispiel auch für Weldinger fertigt. Das heißt, Weldinger kauft bei Hidax ein, lässt die Geräte einfach gelb anmalen, macht dann hier Weldinger oder Weldinger Professional drauf und schon ist es ein Weldinger Gerät halt. Ne? Also Hidax steckt unter zum Beispiel dem MEW 212. Das Gerät habe ich vor 5 Jahren mal vorgestellt. Ich hatte damals gesagt, Next Level, weil sowas gab es damals in dem Preisbereich nicht. Gerät mit Lüftersteuerung, Gerät mit Puls, mit Doppelpuls, mit Einstellungen ohne Ende. Das war damals also wirklich eine kleine Sensation und ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Es gibt aber immer noch Sachen, die konnte das Gerät nicht. Zum Beispiel Kusi 3 löten gab es kein Programm für. Fülldrahtschweißen gab es kein Programm. Und auch zum Dünnblechschweißen mit 0,6 mm Draht gab es kein Programm. Außerdem hat die neue Variante, die hat das also alles, hat aber zusätzlich noch einen 4-Rollen-Drahtvorschub, hat einen sogenannten PFC-Filter. Das heißt, wenn man hier mit maximalen Strom, maximaler Spannung arbeitet, dann vermindert das Gerät oder verhindert Stromspitzen und dadurch wird die Steckdose nicht so belastet, dadurch fliegt ja nicht so schnell die Sicherung raus. Das ist ungefähr grob gesagt ein PFC-Filter. Das heißt, Technik vom Allerfeinsten, wenn es funktionieren würde. Und ich habe jetzt vor 5 Wochen das erste Gerät von Hidax gehabt. Ich habe mit diesem ersten Gerät versucht zu arbeiten. Das erste Gerät hatte folgenden Fehler, das kann ich euch hier ganz einfach mal zeigen. Ich mache hier so ein kleines Uncut-Video heute. Das heißt, ich habe hier oben im Prinzip einen Drehregler und kann hier eine Masse an Programmen durchwählen. Das ist also wirklich genial. Und wenn ich dann irgendwas habe, zum Beispiel hier Stainless Steel, dann drücke ich hier drauf und bin dann hier im Stahlprogramm. Das ist der Fehler, den das Gerät hier hat. So, egal, wir versuchen es nochmal. Wir drücken hier auf Stainless Steel und sind im Stahlprogramm. Also das ist der Fehler, den das Gerät jetzt hat. Zeige ich euch gleich aber nochmal ausführlicher. Auf jeden Fall war es jetzt bin ich im Edelstahlprogramm. Wahnsinn. So, dann war es bei dem ersten Gerät so, ich konnte den Drehregler immer nur nach rechts drehen. Wenn ich nach links gedreht habe, ist nichts passiert.
Kann mal passieren, habe ich den Hersteller angeschrieben. Die haben gesagt, oh, Entschuldigung, Fehler. Wir schicken Ihnen ein neues Gerät und Sie schicken das zurück. Das war das erste Gerät. Das zweite sollte vor der Auslieferung überprüft werden. Und dementsprechend habe ich heute das zweite Gerät ausgepackt und man hat es eben schon mal gesehen. Ich kann das hier durchwählen und so ist es mit allen. Und dann sieht man hier oben immer, man kann hier alles auf Deutsch einstellen. Man hat hier die verschiedensten Programme. Jetzt ist er hier statt auf Edelstahl auf Stahl gegangen. Gehe ich hier wieder, macht das. Gehe ich hier wieder, macht das. Das ist immer ein bisschen der Shoujo-Effekt. Jetzt bin ich hier. Sieht man das hier? Jetzt bin ich hier hinten auf manuell schweißen. Wenn ich drauf gehe, ist er beim QC3-Löten wieder hier im QC3-Programm. Und das ist nervig und das ist nichts, wo man irgendwo mitarbeiten kann, vernünftig. Und was man auch akzeptieren sollte bei einem niegelnagelneuen Schweißgerät. Ne? Es ist immer ein-, zweimal klappt es und dann klappt es wieder nicht. Manchmal klappt es auch minutenlang nicht. Und da bin ich so der Meinung, dann bricht man so einen Test ab. Hier sieht man das schön nochmal in Slow Motion. Ich drücke und in dem Moment switcht er um. Ja, er switcht um zu dem nächsten Punkt. Ich wähle den nächsten Punkt aus. Und das ist natürlich extrem nervig, wenn man damit vernünftig arbeiten will. War ich hier beim Zweitakt, dann springt er hier oben wieder zurück rüber. Ne? Das ist also Wahnsinn. Da habe ich auch keine Lust zu. Und das Schlimme ist eigentlich, ich habe dann den sogenannten Support angerufen. Wie gesagt, angeblich hat man eine deutsche Webseite, hat einen deutschen Support. Da habe ich auch tatsächlich jemand erreicht. Und derjenige hat mir dann gesagt, er verschickt nur die Geräte, hat einen Schlüssel für eine Halle. Wenn ein Gerät bestellt wird, wird das von ihm verschickt. Das wäre alles, was er macht. Ansonsten kann er mir höchstens einen Rücksendeschein schicken. Ansonsten hat er mit den Geräten nichts zu tun, hat auch von den Geräten keine Ahnung. Ne? Und da denke ich mir immer von wegen, da ist so eine Marke bei mir unten durch. Sowas möchte ich nicht unterstützen. Dann kann ich auch gleich bei AliExpress oder irgendwas bestellen. Und wie gesagt, zweite Gerät in Folge von wegen, das defekt ist. Achso, die Bedienungsanleitung ist natürlich auch nur auf Englisch. Hier steht zwar irgendwas von Deutsch oder so, aber die hier mitgeliefert ist, ist komplett nur in Englisch. Ich habe auch eine Reaktion direkt aus China. Das heißt, ich habe direkt den Chef davon angeschrieben von der Firma oder einen Chefingenieur, von dem habe ich eine WhatsApp-Nummer. Und der hat sich meine Videos angeguckt und sagt im Prinzip, ich bin schuld. Der Taster wäre ein bisschen sensibel, das wäre aber in Ordnung so. Sie können es vielleicht in Zukunft besser machen, aber ich würde da immer so drauf drücken, dass er leicht nach links abweicht und dementsprechend würde ich dann immer das Nebenmenü auswählen. Also am Ende des Tages ist das Gerät aus ihrer Meinung, und das habe ich wirklich schriftlich, so in Ordnung. Ich wollte aber auch trotzdem versuchen, mit dem Gerät zu schweißen. Ist auch sehr erstaunlich. Das Gerät zeigt bei 170 Ampere an, dass man damit 3,9 mm schweißen kann. Und wenn ich jetzt auf 190 gehe, dann springt es schon wirklich massiv. Dann kann ich damit 5,3 mm schweißen. Ich habe mal mit 170 angefangen, weil das ist so der normale Wert, den ich eigentlich immer nehme, wenn ich hier meine 5 mm Bleche schweiße. Und dann sieht man, mit den Standardeinstellungen ist das ein sehr, sehr unruhiger Prozess. Man hat hier alles an Spritzern, das läuft nicht schön. Also auch das ist wirklich schlecht. Das war beim MIW 212 früher deutlich, deutlich besser. Das hat so schön geschweißt. Hier auf Anhieb ist das nichts. Da müsste man anfangen, mit den Einstellungen zu spielen. Und es ist immerhin ein Gerät, was 1000 Euro kostet oder knapp 1000 Euro. Und bei 190 Ampere habe ich dann einen deutlich besseren Prozess von wegen. Da sieht das Ergebnis auch deutlich besser aus. Also mal ein kurzer Schweißtest und der ist einmal okay. Und einmal ist er so, naja, ausbaufähig. Ne? Also in diesem Sinne, ich denke mal, von wegen, für mich ist so ein Gerät definitiv nicht. Darum breche ich den Test ab. Das Ganze wird wieder in eine Kiste gepackt. Das Ganze wird denen zurückgeschickt. Wenn Sie irgendwann mal ein Gerät haben, wo die Knöpfe funktionieren, dann können Sie mir das gerne zuschicken. Dann machen wir hier ein ausführliches Testvideo. Dann können wir uns auch ein bisschen die Einstellungen hinspielen. Dann kriegt man das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser hin, aber für heute ist hier wirklich Schluss. So, meine lieben Freunde, jetzt würde ich mich natürlich auch über euer Feedback freuen. Wie seid ihr zu der Meinung, hätte ich das jetzt als Video gar nicht zeigen sollen? Mich hat es eigentlich so gewurmt, von wegen, dass ich mir auch so viel Mühe gebe, so viel Zeit da nehme. Und auf der anderen Seite sind die Geräte wirklich auch sehr, sehr weit verbreitet. Und wenn Leute sich das kaufen oder so, dann damit rumärgern oder so, weiß ich nicht. Und ein Support, den man nicht anrufen kann und ähnliches. Oder der sagt, ich bin dafür gar nicht zuständig. Sowas habe ich
ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt. Da muss man ganz klar sagen, da muss man auch zeigen und da muss man auch klare Kante zeigen und sagen von wegen, sowas geht überhaupt nicht. So, dann bleibe ich lieber hier bei meinem Kumpel, der kostet nur die Hälfte, hat vielleicht nicht Tausende an Einstellungen, hat aber das Wichtigste, was man wirklich auch wichtig braucht. Und wenn ich da irgendwo mal ein Problem habe, dann rufe ich da ganz normal bei der Hotline an, schreibe da eine E-Mail hin und dann kriege ich innerhalb kürzester Zeit eine vernünftige Antwort.